change for the better. It's not like you'd even care. You go and bother him, he's gonna leave you blue. The echoes of the past will come right back to you. Willkommen in Las Vegas, Freunde. Wir haben ja selbst nicht geglaubt, dass wir uns trauen, mit Big Shrek über den Strip zu tuckern. Ein bisschen nervös waren wir schon, aber ganz ehrlich, wenn du einmal mitten in diesen Lichtern stehst, fühlt es sich so absurd cool an. Vegas aus Big Shreks Sicht ist komplett verrückt. Und genau darum freuen wir uns auf die nächsten Tage in dieser Stadt, die einfach gar nichts halt macht. Hallo Freunde, herzlich willkommen in Las Vegas. Ja, einer meiner Lieblingsstädte. Die Stadt der Sünde. Spiel und viel Party und so. Aber wir sind ja nicht für das hier, sondern... Für Spiel und Party sind wir. Ja, nee, wir sind jetzt ein paar Tage hier. Wir haben unseren Biggie im Arbor Resort abgestellt und sind jetzt hier ein bisschen am Genießen. Am Strip, den Abend mal genießen und dann werden wir sicher mal noch den Tag durch, ein bisschen durchlaufen, schlendern, durch die Casinos schlendern und sehen, was es sich so ergibt. Man soll hier überall sehr gut essen können, halt nicht so günstig, aber mal schauen, was es finden lässt. Sicher ein In-N-Out-Burger oder so, damit wir unserer Diät auch treu bleiben. Finden wir definitiv. Thiago und ich, wir waren schon das ein oder andere Mal zusammen in Vegas und meistens läuft es sehr ähnlich ab. Ich setze Thiago irgendwo bei so einer Gamble-Maschine ab und ich schaue mir dann die Hotels an. Aber jetzt kenne ich die Hotels ja schon, also schaue ich mir die Gamble-Maschinen mal an. Vielleicht werde ich ja noch ein bisschen glücklich und werde vielleicht noch Millionär, wer weiß. Ja, man muss sagen, man kann auch an den 1-Cent-Automaten, die ich immer spiele, gut gewinnen, gell? Ja, ich habe schon oft mal ein bisschen Geld bekommen von Thiago und habe es innerhalb von 5 bis 10 Minuten verspielt. So what? Aber wir versuchen euch das mal zu zeigen. Teils kann man nicht überall filmen, aber vielleicht können wir so die ein oder anderen Automaten mitnehmen. Yes! Chasing love can drive you mad and make you feel real good, make you feel so sad. Oh, 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 chasing love make you act just like a fool. You can hardly speak when she smiles at you. Oh. Las Vegas ist so verlockend für Menschen aus der ganzen Welt, weil hier alles ein bisschen nach Übertreibung riecht. Du bekommst das Gefühl, dass für einen Moment wirklich alles möglich ist. Egal, ob du sonst im Alltag sparst, träumst oder zweifelst. Die Lichter, die Shows, das künstliche Gefühl von Erfolg an jeder Ecke, dieses permanente Vielleicht. Genau das zieht die Leute an. Vegas verkauft dir Hoffnung, Spektakel und eine kleine Auszeit vom Alltag in einem Paket. Und genau darum kommen alle her. Und dann natürlich die Sphere. Wir durften dort die Eagles schauen. Und hätte YouTube nicht so strikte Regeln mit Songs, hättet ihr jetzt wahrscheinlich volle Gänsehaut. Die Lichter, der Sound, diese ganze Atmosphäre.
Das ist so ein Erlebnis, das wir nie mehr vergessen. Vegas macht einfach alles eine Spur intensiver, ob man es will oder nicht. Nach ein paar Tagen ist dann aber doch wieder genug Las Vegas. Und wir stürzen uns zurück in die Natur, wo wir ein bisschen mehr Platz haben und Big Shrek wieder richtig aufatmen darf. Vegas ist spannend, aber draußen im Weiten fühlen wir uns einfach noch ein bisschen mehr zu Hause. Wir begrüßen euch aus dem Zion Nationalpark. Hier führt uns Thiagos Freund herum, Alan. Den haben wir in Las Vegas kennengelernt, oder Thiago? Und er zeigt uns heute ein bisschen den Nationalpark. Wir haben nicht das beste Wetter, es regnet. Aber wir machen das Beste draus. So we can take 4 more people with us. If we, in any case. Those cameras right Yeah, they Right? are really there. nice. Yeah, my buddy has one. It was really hard to get. Yeah, it was really hard because it was sold out everywhere in the US. So we shifted to Switzerland and Roger brought it. Alan ist so ein cooler Typ. Er hat sein halbes Leben in den Casinos am Strip gearbeitet und sich jetzt früh pensionieren lassen, damit er noch so viel Zeit wie möglich mit seiner 92-jährigen Mutter genießen kann. Das allein zeigt dir schon, was für ein wunderbarer Mensch er doch ist. Thank you. Nice. So, wir haben jetzt Frühstück gegessen und jetzt geht's auf die große Wanderung, die angekündigt wurde. Das sind 0,5 Meilen, die heute anstehen. Das wird eine amerikanische Wanderung. Aber wir freuen uns. Hier im Zion National Park ist es oftmals so, dass man für Wanderungen, die sehr beliebt sind, eine Genehmigung kaufen muss, also so ein Permit. Und dann bekommt man einen Zeitslot und muss dann dort sein, damit es nicht so überfüllt ist. Das haben wir jetzt nicht gemacht. Wir haben jetzt eine Wanderung, bei der man einfach hin kann, wo man ein bisschen spontaner sein kann. Too many beautiful nights I spend my time alone. Can't seem to have an appetite for getting up out the door. But I'll get my shit together one of these days, and I'll start to feel better. Maybe I can change, and I'll realize it's not so bad once I get out of my head. I'll get my shit together one of these days. Oh my gosh, yeah, that's so nice. Hey Freunde, wir sind angekommen am ersten Ziel, an dem richtig tollen Wasserfall. Moment. Schaut euch das an hier. Und echt wahnsinnig die Höhle hier. Das ist echt so der Krater hier drin. Einfach nur Wahnsinn. Also beeindruckend. Und dann wird ein bisschen nass hier. Yes, Alan. Thank you so much bringing us to this very nice place. You're welcome. So can you tell us a little bit about Zion? Because I was telling the people that it's one of the oldest national parks. And do you have any other fun facts about Zion? Yes, well, there's a couple great hikes here. We're on the Emerald Falls, the middle Emerald Falls, and then there's a upper Emerald Falls, which is above the waterfall here. And then some of the great hikes is Angel's Landing, which you have to get a permit for, which is right here in Zion. And then there's a very special hike. You go through the tunnel. As soon as you get out of the tunnel, immediately as you get out of the tunnel, you park. You park there, and then there's about a half-mile hike that overlooks the whole canyon. So that's a very special thing to do. All right, thank you so much, Alan. If you need a tour guide,
Right. Yes, if you need a tour guide, Alan is the man. Yeah, and they know how to get a hold of me. Yeah. So we will keep walking this part, and we'll be right back with you guys in a few seconds. Tatsächlich noch ein kurzer Funfact. Wir haben einen Sticker gekauft, wie wir das bei jedem Nationalpark tun. Und ich bin jetzt mal gespannt. Da steht drauf, es ist der älteste Nationalpark in den USA. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob das wirklich so ist, weil wir haben das noch nicht recherchiert. Aber lasst uns doch wissen unten in den Kommentaren, ob das wirklich so ist. Und wie gefällt es dir bis jetzt? Mir gefällt es sehr gut. Wir sind mal wieder bei einem Wasserfall. Ja, der 1000. Wasserfall und jedes Mal wieder hübsch, oder? Ja, jedes Mal wird es schöner, habe ich das Gefühl. Oh ja. Jetzt laufen wir noch ein bisschen weiter. Vielleicht gehen wir noch zu den Upper Falls. Mal schauen, wie das ist. Es hat die letzten Tage viel geregnet, gell? Ja, und zum Teil gibt es Sturzfluten hier. Müssen wir ein bisschen aufpassen, aber heute haben wir Glück mit dem Wetter. Ja. Also, we keep walking. An optimist, but all I can do today is just try to exist. Too many years gone to waste on what was. So, wir haben den ersten Hike hinter uns. Ihr habt ja den Wasserfall und alles gesehen. Und jetzt geht's weiter. Hier im Seien kann man sich auch nur wie damals im Denali mit dem Bus bewegen. Und ja, deswegen gehen wir jetzt zum nächsten Stop und machen die nächste Wanderung. Wo ist sie denn jetzt? Macht Spaß? Ja, sehr. Das ist sehr cool. Ja, echt. Geht ein bisschen aufwärts, aber ist ganz okay, ist richtig gemütlich. So, immer ein bisschen hoch, wieder geradeaus und so. Für uns nicht so aktive, gell? Gute Einsteigerwanderung. Ja, richtig, gute Einsteigerwanderung. Können wir nur empfehlen. Thousands of years from like the Walt Disney Water here. It's not like from this range. It's from. Was richtig spannend ist hier, es hat ja die letzten Tage, also die letzten 2 oder 3 Tage, richtig heftig geregnet. Und deswegen ist es auch mal spannend zu sehen, wenn nicht alles so vertrocknet ist, wie das alles aussieht hier. Und es macht richtig Spaß, hier durchzulaufen, echt. Leute, wir sind hier jetzt am Overlook Point angekommen und wir sind da unten gestartet, da die ganze Serpentine hochgefahren durch den Tunnel, dann hier durch die ganze Gebirgskette und auf der anderen Seite jetzt wieder hoch. Richtig cool hier der Ausblick, schaut euch das an. Leute, jetzt waren wir da oben. Jetzt geht das Ganze wieder zurück. Und der Weg, der ist echt noch ein bisschen tricky. Aber es hat richtig Spaß gemacht bis jetzt. Wir waren jetzt so, glaube ich, knapp eine Stunde unterwegs nach oben. Und jetzt geht es wieder zurück. Und dann war es das, glaube ich, für heute. Oder haben wir noch was auf dem Programm, Frau? Nicht, oder? Ja, da freut sich der Mann. Hi. Freunde, wir sind wieder unten angekommen am Parkplatz. Wir sind von da oben gelaufen da.
Und ja, sag den Leuten mal, ob sich das lohnt hier, wenn man hier ist. Das lohnt sich absolut. Eine eher kürzere Wanderung, dafür bekommt man sehr, sehr viel dafür. Also wir haben jetzt 2 Wanderungen gemacht, bei der wir wirklich nicht so weit gelaufen sind. Das war Für 2 Kilometer, 3 Kilometer bloß. Aber der Trail und alles war super und die Aussicht genial. Und hier nochmal ein Shoutout für Alan, das ist so ein cooler Typ. Ja. Der ist Ja. wirklich, Oh. ja, okay, bye. Okay, jetzt habe ich es da zu mir gedreht. Jetzt doch weiter, sorry. Nein. Ja, auf jeden Fall ist er ganz ein cooler Typ. Er ist extra, hat er sich ein Hotel genommen, ist hierher gekommen, um uns diesen Nationalpark zeigen zu können, weil er wohnt in Las Vegas und ja, ist jetzt frisch pensioniert und genießt sein Leben und hat einfach Freude an der Natur und wir genießen es mit ihm zusammen und wir haben so viel Freude daran, dass er uns diese schöne Gegend gezeigt hat und es macht es irgendwie noch ein bisschen spezieller. Oh ja. Und if you watch this video, Alan, thank you so much for everything. It was just mind-blowing and I loved it to pass those few days with you here in Zion National Park. You're the best. You're the best, man.